Ich grüße euch und stehe heute in Schwarz vor euch. Hat zwei Gründe. Grund Nummer 1, ich hatte letztes schönes buntes Hawaii-Hemd an, war grün drin. Ich Dummi, habe natürlich nie aufgepasst. Hinten meine Greenwall und dann hatte ich lauter Löcher im Körper. Gott, ich bin kein Emmentaler, sondern immer noch Igor. Und der zweite Grund, der ist viel, viel interessanter. Den hier, diesen kleinen Pömpelino, den kennt ihr. Das hier auch, meine kleine Peitsche. Da kann man so die Leute richtig verprügeln. Den hier kennt ihr, den und die. Alles das gleiche. 12 Volt High Power Connector. Der König ist tot. Naja, lang lebe der König. Oder andersrum, man nimmt die Erkenntnisse der ganzen letzten Monate endlich mal ernst und modifiziert diesen fantastischen Steckverbinder. War ja mal lang überfällig. Und arbeitet an einer neuen Normierung und testet das Ganze erstmal bis zum Erbrechen. So, und das neue Produkt kriegt natürlich auch gleich einen neuen Namen, obwohl es am Ende natürlich eigentlich nur eine Weiterentwicklung ist, die man von Anfang an hätte erwarten können oder müssen sogar. Geht ja die alte Weisheit, ne? Mit Strom spielt man nicht, sonst verbrennt man sich den Finger oder auch gleich die Grafikkarte. Und wegen dieses verbrannten Namens und dieser ganzen kleinen verbrannten Grafikkarten kommt eine neue Bezeichnung für einen alten Bekannten. Tada! Das hier nennt sich 12 Volt High Power Connector. Da steckt schon sowas Fieses drin, ne? High Power, das impliziert so. Nö, den nennt man jetzt um in 12 Volt 2x6. Klingt wie ein Allradfahrzeug, ist es aber nicht. Ist nichts anderes als der da mit diversen Änderungen. Und die bekommt ihr heute exklusiv bei mir, sowohl auf dem Kanal als auch auf der Homepage. Kleine Vorbemerkung und die ist wichtig. Da unten ist die Homepage verlinkt, der Artikel in Deutsch und in Englisch. Da erfahrt ihr eine ganze Menge mehr. Diese ganzen Normen, Bezeichnungen, wie das alles heißt, ist natürlich hier ein bisschen zu viel. Ihr wisst ja schon, YouTube, Aufmerksamkeitsspanne, Länge des Videos. Ich will ja keinen damit überfordern. Wer also wirklich mehr wissen möchte, bitte da unten klicken, nochmal lesen. Da sind auch die ganzen alten Artikel von mir verlinkt zu diesem Thema. So, was machen wir heute? Ich bin einfach mal so frei und zeige euch so ein bisschen zusammengepresst, was gerade unter der Bezeichnung PCI Express Base 6, beziehungsweise also PCI Express, diese CEM 5.1 als Basis für ATX 3.1, was da gerade so entwickelt und festgelegt wird. Und das kommt mit größter Wahrscheinlichkeit auch genau so. Warum? Klar, die Grafikkartenhersteller und auch Intel, die werden sich wie immer durchsetzen. Und wenn wir uns die noch mit neu eingebrachten Umsetzungen dann nachher auch mal so anschauen, dann sehen wir auch, dass ich mit meinen ganzen Artikeln und Videos bisher zu Kabelbiegung, zu Krimpen, Löten und zu diesen ganzen seitlichen Belastungen, ihr wisst schon, ne, das Video mit dem da hier, goldrichtig lag. Gott, Kunststück, weil ich ja wusste, wonach gesucht wurde. Ich kann natürlich immer nicht alles das bringen, was gerade gemacht wird. Da kriege ich dann irgendwann auch mal einen auf den Kopf. Aber zumindest sind wir jetzt so weit, ich fühle mich bestätigt. Und diese Problematik mit diesem 12 Volt High Power Adapter, also hier unserer kleinen Peitsche, nur pauschal mit der Unfähigkeit der Anwender abzutun. Das hat zwar Nvidia einen Tag vor der Bekanntgabe der Quartalsergebnisse sehr geholfen, kam also sehr gelegen, ja, Zufälle. Aber es wird der komplexen Materie einfach nicht gerecht, denn selbst schon zum damaligen Zeitpunkt wusste Nvidia, dass man hier was tun musste und dass man weiterentwickeln muss. Das ist ja Flow, also das ist so ein fortlaufender Prozess. Man hat sich also hingesetzt und hat fleißig weiterentwickelt. Und ich habe vor einem halben Jahr ja schon mal so durchgestochen, dass sich auch diese kleinen Pins für die Seitenbandsignale natürlich in der Örtlichkeit etwas ändern werden, also in ihrer Positionierung. Das kriegt ihr heute von mir sogar in Zehntelmillimetern mal gezeigt, auch als technische Zeichnung. Also was zu beweisen war. Und ich kann euch mal so stecken. Nvidia ist jetzt gerade wieder bei Astron, Taiwan, und da wird fleißig getestet an dem Nachfolger. So. Also, worum geht's heute? Der 12 Volt High Power Connector geht. Und der 12 Volt 2x6 Connector kommt. So. Die CEM, nette Abkürzung,
Card Electromechanical 5.1 Spezifikation. Wir sagen mal PCI Express 5 oder PCI Express 5.1. Ich werde das im Folgenden jetzt auch im Video so tun, weil mir das alles viel zu lang ist. Das ist ein Wortungeheuer. Ersetzt ersatzlos oder fast ersatzlos diesen 12 Volt High Power Connector, den Stecker, durch einen neuen 12 Volt 2x6 Stecker. Und dann hat man sich bei der Gelegenheit auch gleich mal vorgenommen, die Basisspezifikation weniger verwirrend zu machen. Denn die war sogar inkonsistent und widersprüchlich. Und genau deswegen sind Dinge passiert, die so eigentlich hätten nicht passieren dürfen. Da kann man natürlich die ganzen Protagonisten darauf hinweisen und das immer wieder predigen. Aber ja auch gemacht, es hat bis dato keinen interessiert. Jetzt schon. So, was haben wir gemacht? Also im Endeffekt wurden auch die Messregeln für die maximale und die anhaltende Leistung identisch definiert wie die allgemein verwendeten Formatspezifikationen. Hier hat sich ein bisschen was widersprochen. Man hat also einmal die Kontakte und was da gar was alles spezifiziert. Dann hat man den Stecker spezifiziert und gemerkt, dass das Ganze in der Summe von Stecker, Einzelteilen und auch der Handhabung irgendwo überhaupt nicht zusammenpasst. Da haben wir jetzt mal ein bisschen aufgeräumt. Und was auch neu ist, dieses alte Design, ja, legt diesen hässlichen Adapter mal weg hier. Jensens Domina Peitsche, die braucht kein Schwein mehr. Nehmen wir den, der sieht schöner aus, ein bisschen handlicher. Ist auch eine Peitsche. 600 Watt konnten wir früher, war spezifiziert, PCI Express 5.0, 600 Watt, 12 Volt, in der Summe von diesem wertvollen, lieblichen kleinen Stecker und unten den PCI Express Anschluss am Mainboard. Das zusammen insgesamt waren 600 Watt maximal. Konnte man natürlich hier auch 600 Watt drüber jagen, dann durfte aber unten nichts mehr kommen. Jetzt hat man gesagt, okay, ist ja alles Nonsens. Wir definieren 675 Watt. 600 Watt für den Stecker und 75 Watt über den PCI Express Slot. Das heißt, aus der 600 Watt Grafikkarte wird eine 675 Watt Grafikkarte. So. Das ist neu. So, was ist noch neu? Standardmessmethoden wurden natürlich auch angepasst, weil, bevor man das überprüft, das ist ja das, was Nvidia gerade macht, sage ich auch nachher noch ein Wort dazu, wie sowas getestet wird. Für die maximale und für die anhaltende Leistung, die hat man einfach verbessert. Die hat man abgeändert. Und da kommen dann auch noch so ein paar Dinge wie das Bending dazu. Auch dazu sage ich gleich noch was. Aber man hat natürlich auch auf die Kompatibilität, schönes Wort, ne? Kompatibilität geachtet. Das heißt also, alle, die jetzt, muss ich gleich mal entwarnen, wieder diese große Aufschrei kommt, da geht nichts mehr, warum habe ich mir mein Netzteil gekauft? Nein, es wird abwärtskompatibel sein, aber, so, können wir ja mal anfangen. Also es wird generell, wir haben ja auch den 6 Plus 2, hier ist er, hier unser alter ATX, ganz normaler Anschluss, 6 Pin und 2 Pin, alle mit diesen Anschlüssen sind natürlich von dieser Änderung nicht betroffen. Nur indirekt, weil, auch dazu sage ich noch was, die kleineren Wattklassen jetzt auch kommen werden. Schade, aber das wird so sein. Mal gucken, wer alles mitzieht. So, also die Auswirkungen auf diese alte Hardware, die gehen natürlich gegen 0. Geringe Auswirkungen wird es auf die Grafikkarten geben, die jetzt den schon haben, beziehungsweise natürlich auch die Kabelgruppen. Sowohl die Kabel als auch die Grafikkarten werden etwas beeinflusst, aber auch nicht extrem. Es bleibt für Normalverbraucher natürlich alles kompatibel. Das trifft nur die 150 und 300 Watt Version, hat man eh nicht. Also Relevanz geht hier ein bisschen gegen 0, weil sich nämlich, wir haben ja hier Pin, 2 Stück für die Watterkennung, hat sich ein bisschen was geändert, sage ich auch gleich noch was. Aber diese ganzen großen Karten, 450 Watt, 600 Watt, bleibt wie es ist, kann man also weiterhin verwenden. Das heißt, gucken wir uns das mal an, ihr seht es ja im Hintergrund schon. Das ist der alte 12 Volt High Power Connector. Erkennen wir auch an dem H+. Und wir sehen zum Beispiel auch da unten so versteckt diese 4 kleinen Sandbandsignale. Und wenn der Kontakt nicht hergestellt ist, dann geht die Karte ja quasi gar nicht an, beziehungsweise wenn es mal rausrutscht, geht sie aus. Aber da auch war ja ein Fehler, wurde ja dargelegt, ne? Man zieht das einfach mal so 3 mm raus und dann Schmorkohl. Genau, wenn ich das auf meinem Balkon mache, ich habe da einen riesengroßen Buschbeck-Grill. Habe ich jetzt Werbung gemacht? Nö. Der steht bei mir auf dem Balkon. Er zieht auch
volle Banane. Und wenn ich da den Stecker aus der Steckdose ein bisschen rausziehe, sagen wir mal so 3-4 Millimeter, habe ich Schmorkohl an der Wand. Genau das ist natürlich auch hier passiert. Kann mir hinstellen, nehme eine Grafikkarte, ziehe den Stecker raus und sage, ey, das funktioniert nicht. Ist ja auch passiert. Die Stecker rutschten raus oder sie wurden teilweise von manchen Protagonisten nicht ganz bis zum finalen Klick reingesteckt, weil man manchmal gar nicht merkt, ist er nur drin oder ist er nicht drin. Da gab es also diese Fälle, da wurde die Seitenwand zugemacht, vorher klappte alles, oh, Seitenwand zu, fantastisch, funktioniert, und dann wurde das so abgeknickt. Alle diese Dinge wurden natürlich in dieser pauschalen Aussage auch nicht mit berücksichtigt, hat man jetzt aber. So, das ist also der alte. Jetzt gucken wir uns mal die neuen an. Sieht fast genauso aus, finde den Unterschied. H++, das ist neu, also wir haben jetzt hier den 12 Volt 2x6 und guck mal da unten, wo sind unsere kleinen 4 Augen, diese zarten kleinen Kontakte, wo sind die? Weg. Die sind noch da, aber aus dieser Perspektive sehen wir sie nicht. So, was ist gleich und was ist neu? Dieser neue 12 Volt 2x6 Stromstecker liefert ebenfalls bis zu 55 Ampere Dauerstrom. So, und dann kann er so eine Erweiterungskarte mit maximal 600 Watt an einer 12 Volt Schiene versorgen. So, jetzt kommen wir mal zu den Leistungsanforderungen, die man hier festgelegt hat. Die Stromstärkenbewertung der Strompins bis auf die Seitenkontakte, also diese 6 plus 6, also 2x6 Kontakte für 12 Volt und Ground, also Masse. So, wir haben 9,2 Ampere pro Pin und Position mit einer Grenze von 30 Grad. Dann haben wir den Anstieg über die Umgebungstemperaturbedingungen bei 12 Volt Gleichspannung, wenn alle 12 Kontakte aktiviert sind. Da hat sich erstmal nichts geändert. Der Steckerkörper selber muss ein H++-Kennzeichen aufweisen. Okay, das ist bloß eine Kennzeichnung, die hilft ja nicht bei der Stromzufuhr, sondern das ist nur die Kennzeichnung. Um eine Unterstützung, Achtung, jetzt kommt es, von 9,2 Ampere pro Pin beziehungsweise sogar mehr anzuzeigen. Tja, da sehen wir ja auch die Positionierung. Neu. So, das war so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe da auch immer wieder so ein bisschen nachgetreten. Aufgrund der Variationen im Kontaktwiderstand kann ein einzelner Pin, und das ist neu, auch mehr als 9,2 Ampere Strom sehen. Also die laufen da mehr drüber, abhängig vom ungleichmäßigen Kabelkontaktwiderstand. Aber der Gesamtstrom für den Stecker darf eben die 55 Ampere RMS in jede Richtung nicht überschreiten. Sowohl also die Zuführung als auch die Ableitung. So, und das betrifft auch die Messung und die Anforderung an die Variabilität des Kontaktwiderstandes. Das heißt also auch, diese Federkontakte müssen de facto mehr leisten. Sie müssen die 9,2 Ampere leisten, sie müssen aber auch darüber hinaus das noch abkönnen. So, die Integration der Kabelbaugruppe muss dann sicherstellen, dass die Baugruppe einschließt der 16 AWG-Drähte, kennen wir ja auch schon, also hier die wertvollen 16 AWG-Kabel und der Drähte, also und der Pins, die Mindeststromanforderungen und den maximalen Temperaturanstieg auch erfüllen. Das ist ganz wichtig. Also auch die Kabel, natürlich die verwendeten Kontakte, müssen das alles abkönnen. Beim Stecker, nicht nur bei der Buchse. Die Buchse als der Header, der Stecker ist das, was man reinsteckt. So, und die Haltekraft des verriegelten Steckers, das ist auch identisch zum 12 Volt High Power, 45 Newton axial, also beim Rausziehen. So, das sind so ein paar Kleinigkeiten vorab. Jetzt kommen wir mal zu den mechanischen Änderungen des Headers, also der Buchse. So, die größte Änderung erfährt dieser Header, also die Buchse, die bei den Erweiterungskarten verlötet wird. Der Stecker hier, der ist gar nicht so sehr viel geändert worden. Komme ich gleich noch dazu. Das heißt, es wird sich nur die Buchse ändern, die auf den Grafikkarten verlötet ist. Damit kann man natürlich die Kompatibilität zu den älteren Grafikkarten, die gerade mal neu sind, herstellen und einhalten. Und es wird wahrscheinlich nicht nur oder nicht erst bei der nächsten ADA Next Generation kommen, sondern schon vielleicht zwischendrin, also nicht 2025, sondern wenn die aktuellen Karten, da liegen so ein paar da drüben, vielleicht aufgesupert werden. Ich habe nichts gesagt. Das mal vorab. Und dieser 12 Volt
2x6 Stecker. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen, das spricht sich so bescheuert. Der ist also kompatibel zu älteren Grafikkarten. So, und zu den Adaptern und zu den Netzteilen. Und 12 große Kontakte. Ich habe das da schon mal im Hintergrund. Seht ihr jetzt diesen 12 Volt High Power ja schon. Wir haben also insgesamt 6 mal plus, 12 mal Masse. Die gibt es wie gehabt. Die bleiben also gleich. Nur diese kleinen Seitenbandsignale, sehen wir hier unten drunter, da, die kleinen Stecker, die haben sich gravierend verändert. So, und dann muss man auch noch eins sehen, hat sich hier auch die Aktualisierung der Codierung verändert. So, und musste man auch tun, weil aktuell PCI Express 5 leider inkonsistent ist. Also diese Basisspezifikation, die funktioniert nicht. Da hat man noch so ein Ding frei. Und es war nicht richtig belegt. Jeder machte da irgendwas anderes und im Endeffekt ging das Ganze schief. Es hatte auch einen kleinen Vorteil, nämlich kein Netzteilhersteller hat sich hier mit dem Power Management dort verhoben und hat dann schon Datenleitung hergestellt, um zu gucken, dass man das zentrale Power Management übers Mainboard und diesen ganzen anderen Quark dort schon implementiert. Das hat man einfach nicht gemacht, weil wusste keiner so richtig, wie es wirklich gemeint war in dieser Spezifikation. Und zweitens, das hat auch keiner Lust, weil einfach zu teuer. So, das mal zu dem Thema. Natürlich ist auch logisch, dass der neue 12 Volt 2x6 nicht zu den alten PCI Express 2x3, 2x4, also 2x4 wäre ja in dem Falle dann ein 6+2, kompatibel ist. Weil die Stromstifte, also diese Pins, haben einen Abstand von 3 mm und die Kontakte in dem großen Stecker 4,2. Das passt nicht. Da kann man würgen und tun. Geht nicht, wissen wir ja schon. So, ich habe vor einem halben Jahr ja geschrieben, sagte schon, dass diese 4 unteren Sense-Pins der Seitenbandsignale mechanisch zurückgesetzt werden. Also sie werden eingekürzt. Bam! Sehen wir es mal. Das ist das neue Bild. Ja, guckt mal, da unten ist auch der Pfeil. So, die sind also jetzt zurückgesetzt und soweit der Stecker nicht genug drin sitzt, also bis zum Einrasten, dann fehlt das Seitenbandsignal, also auch mit den alten Steckern, weil einfach kein Kontakt da ist. Das müssen wir uns mal angucken. Wir sehen ja, dass haben wir gesehen, dass die Sense-Pins des 12 Volt High Power 4 mm lang sind und es geht schon 0,45 mm hinter der Außenkante weg. So, der finale Kontaktpunkt saß bei 3 mm hinter der Kante der Öffnung. Jetzt haben wir ja die neuen hier. Guckt euch das mal an. Das sitzt jetzt wesentlich weiter drin, aber die Außenabmessungen sind gleich geblieben und auch der finale Druckpunkt der Sense-Pins liegt wieder bei 3 mm. Klar, dann ist es kompatibel. Aber jetzt wird es interessant. Die Spitzen der Sense-Pins liegen nun 1,7 mm nach innen versetzt. Also noch 1,25 mm weiter drin. So, und der eigentliche Pin hinter der Spitze, wo es den ersten Kontakt gibt, liegt sogar 2 mm hinter der Außenkante. Ja, es ist ja nicht nur so, dass dort der Stecker beginnt, sondern ist ja auch die Frage, ab wann habe ich jetzt überhaupt eine Berührung. Das schafft nämlich deutlich mehr Sicherheit. Seht ihr ja im Hintergrund schön diese Zeichnung. So, das zu dem Punkt mit dem Header. Der ist neu und kompatibel. Und jetzt kommen wir zu den Steckern. Warum man jetzt da 2 Optionen anbietet, weiß ich nicht. Ob es die final auch noch geben wird. Aktuell sind 2 Optionen für diese Stecker im Gespräch und auch eingezeichnet. So, die werden also leicht geändert. Und wir sehen, dass bei der ersten Option, die hat noch einen 0,7 mm dicken Absatz unterhalb der Sense-Pins. Und wenn ich mir den Originalen hier so angucke, dann hat der aktuelle nicht. Der ist also glatt. Das wäre in dem Falle die Option 2. Das ist der alte Stecker. Und hier, bei der neuen, habe ich natürlich noch keinen hier liegen. Da ist da so ein Absatz drin. Was der bringen soll, wofür man den gemacht hat, ob man es vielleicht noch besser rausziehen kann, ich weiß es nicht. Wir sehen auch hier im Hintergrund mal den direkten Vergleich von Option 1 zu Option 2. Und wer sich genau angucken will, inklusive der ganzen Maße und Beschriftungen, guckt es euch bitte auf der Homepage an. Da ist alles dabei. Das gleiche gilt auch für die Federkontakte und wenn wir uns erinnern, wir hatten ja diese Diskussion, groß hin und her, diese tollen Astron-Kontakte, Spring versus Tulip, NTK, was ist besser? Und die letzten Versionen, Iterationen, PCI Express 5, hatten sich eindeutig gegen die Astron-Kontakte ausgesprochen und sie haben das NTK-Design offiziell präferenziert und empfohlen.
Das mal dazu, weil da gab es auch einen Kollegen, der meinte, spielt ja keine Rolle und man kann auch so einen NTK-Stecker nehmen, dann zieht man den 3 mm raus und dann sind wir wieder bei meinem Grill auf dem Balkon. Kaputt kriege ich alles, wenn ich mich nur dumm genug anstelle. Also wenn ich es will, aber ich muss es nicht. Die Tulip-Kontakte wurden präferenziert und genau das wird wahrscheinlich auch in Zukunft hier der Fall sein. Was jetzt Astron dort implementiert, lassen wir uns mal überraschen. Da wird noch gebastelt. So. Jetzt geht's weiter. Ich habe ja viele Dinge getan. Könnt ihr vielleicht euch noch daran erinnern. Ich hatte so ein Video, da habe ich dann meinen Sohn das mal machen lassen. Und er hat dann auch ein bisschen gewackelt und gemacht und getan. Und dann habe ich gesagt, Leute, da biegen sich die Kontakte auf, kann ja passieren. Ich habe Seitenbewegungen, seitliche Kräfte wirken zum Beispiel ein. Also ich mache meine Grafikkarte so schön horizontal in den Rechner rein, so wie ich meinen Kuchen in den Backofen schiebe und stecke den Stecker drauf oder vielleicht auch hier so ein Adapterchen. So, und dann habe ich ja mal mein Kabelwust und dann mache ich die Seitenklappe von meinem PC zu. Und mit ein bisschen Pech drückt es dann dagegen, dann habe ich auch leichte Seitenkräfte wirkend auf meinen Stecker. Oh, und obwohl ich ihn bis zum Ende reingesteckt habe, bis zur Kotzgrenze und dem kleinen Klick, sind sie abgefackelt und keiner wusste warum. Ja, man wusste schon warum, aber man konnte in dem Moment einfach noch nichts dagegen tun. Und dafür gibt es jetzt auch in dieser neuen Version 5.1 sogenannte Umsetzungshinweise. Die werden nämlich das ein oder andere noch hinterfragen und belegen. So, und damit man also unnötigen Stress auf Crimp-Kontakte ausübt, und den vermeiden kann, sollten die Kabelbündel nicht unmittelbar nach dem Austritt aus der Rückseite des Steckers gebogen werden. Alte Weisheit, gab es auch ein Video von mir. So, und da gibt es da so eine Zeichnung, guckt euch die mal an, die sieht schön aus, ne? Das hätte mein Sohn auch nicht besser zeichnen können. Die steht so in der Normierung drin, momentan natürlich so, als jeder kann da ja so seine kleinen Sachen da reinschmeißen. Das wird sicher auch nochmal ordentlich dann hinterher nachgezeichnet, wenn sie dann final ist. Aber man sieht schon, es muss hier ein Abstand eingehalten werden. So, die Kabel sollen also weder geschreckt noch in irgendeiner Weise eingeschränkt werden. Und da sehen wir auch schon, dass die sich ja teilweise hatte ich ja auch gebracht im Video, nicht nebeneinander, sondern auch untereinander so ein bisschen bewegen können. Und dass man sie auch teilweise miteinander verdrillt, aber erst hinterher. Und genau diese aufgelöste Verdrillung dann auch in diesen gecrampten Stecker reinkommt. Inklusive einer harten Zugentlastung. So, Kabelbinder reicht völlig aus. Und genau diese Seitenbelastung, die ist ein wichtiger Fakt, hat man nachweisen können. Also diese ganzen Hinweise und Messungen, die jetzt in diese Spezifikation aufgenommen werden, die bestätigen einmal mehr, dass eine pure Pauschalisierung auf Anwenderfehler diesem ganzen Problem einfach nicht gerecht werden. Und man hat das auch wirklich nachgetestet und hat festgestellt, es sind mögliche Fehler, für die der Anwender so erstmal primär nichts kann. So, das kann ich jetzt konkretisieren. Also durch Messreihen bestätigt, haben wir gedacht, du misst ja nichts, doch. War nicht nur ich weiß aber, wer gemessen hat, ich kenne auch die Ergebnisse. Also durch Messreihen belegt wurden folgende Umstände. Die Variabilität, das hatte ich schon, des Kontaktwiderstandes innerhalb einer Kabelgruppe verursacht ein Stromungleichgewicht. Kann man messen, relativ easy, habe ich auch gemacht, zwischen den Kontakten. Und das kann dazu führen, dass einzelne Kontakte und oder die Drähte den angegebenen Strom pro Pin überschreiten. Also diese 9,2 Ampere sind durchaus nicht in Stein gemeißelt. Wir haben also Seitenkräfte und da kann einer oder zwei dieser Pins diesen Strom überschreiten. Und dann hat man genau das Phänomen, warum nicht der gesamte Stecker verbrannt ist, sondern vielleicht auch bloß die äußeren Kontakte. Ihr wisst schon, auch die Seitenkräfte, wenn ich das Kabel oben bündele, kann man messen. Man hat dann also wirklich diesen Kabelbinder auch mal ein bisschen versetzt, ein bisschen weiter ran, ein bisschen weg. Die haben viel mehr Druck als die mittleren. Und genau deswegen sind die äußeren immer schmorcool gewesen und die inneren meistens. Nicht immer. Kann man das nicht verallgemeinern. Man kann es wirklich nicht pauschalisieren, aber es gab sehr, sehr viele Fälle, wo dann außen entsprechend diese Schäden aufgetreten sind. So, dieses Stromungleichgewicht durch Kabelbiegung, durch seitliche Belastung, das kann noch erhöht werden. Ja, das kann immer wieder passieren. Steckt das rein, habe das schon durch meinen Stecker und durch meinen
der Kabelbinder in diesem zusammengefassten Kabelbaum. Und dann knicke ich das noch ab und dann kommt noch die Seitenwand drauf und die drückt noch auf das abgeknickte Kabel, den Stecker und die Buchse. So, und was hat man gesagt? Okay, der spezifische Draht, die Stecker und auch der Herstellungsprozess, das ist ganz wichtig, der für so eine Kabelbaugruppe verwendet wird. Herstellungsprozess, man kann löten, man kann crimpen, die müssen so ausgelegt sein, dass das Stromungleichgewicht aufgrund der Variabilität des Kontaktwiderstandes und Seitenbelastung auch abgefangen wird. Das muss also umgesetzt werden. Und da kann es auch mal 9,5 Ampere sein. Das muss dieser verschissene Kontakt abkönnen. Das ist neu. So, was ist eine Seitenbelastung? Auch das zeige ich euch. Da gibt es ein schönes Bild dazu. Guckt euch das mal an. Also hier ist der neue 12V, also 12V 2x6 PCB Header. Blödes Wort. Den seht ihr da im Hintergrund. Und da sehen wir die einzelnen Achsen. Aber also in die Richtung und die Richtung. Mein Sohn hat das so gekippt, dann hat er das so gekippt. Und dann kann man noch ziehen. Alle diese Richtungen, ja, die muss das abkönnen. So. Und da sind wir schon bei einigen Newton, nämlich, ich glaube 20 waren es, die auch seitlich abgekonnt werden müssen. Ganz, ganz wichtig. Das muss also jetzt hier dieser Stecker auch abkönnen. Der wird mechanisch deutlich solider und unempfindlicher gegen Knicken, gegen Ziehen, gegen Drücken, Schieben, wie auch immer. So, und auch das Messverfahren Low Level Contact Resistance, LLCR. Das ist ein Widerstand, den nutzt man, den misst man bei einem ganz niedrigen Strom. Wie das Verfahren genau funktioniert, habe ich im Artikel beschrieben. Das führt jetzt hier einfach zu weit. Aber man kombiniert das natürlich mit anderen Tests, aber man kann eine Gesamtleistung von so einem Teil unter bestimmten Bedingungen wunderschön verfolgen. Und da geht es darum, dass man den elektrischen Widerstand eines Systems unter Test mit einer Leerlaufspannung misst. Und die ist so niedrig, damit so ganz dünne Filme, Oxidschichten zum Beispiel, die in der Kontaktstelle existieren können, nicht stören. Und auch das Stromniveau, was man dann nimmt, der Strom, der dann fließt, der stellt sicher, dass das Gerät sich, also der Testaufbau, Stecker während des Tests nicht erhitzt und Asperitäten, also Rauheit, Unregelmäßigkeit so einer Oberfläche, so kleine Huckel und dass das nicht schmilzt. Das ist also ein bisschen was die Oberfläche, unter dem Mikroskop sieht man es ja. Die soll also wirklich unberührt und gleich bleiben, dass die Ergebnisse nicht verfälscht werden. Und man misst das Ganze in Milliohm und ich will das jetzt ja nicht weiter ausbreiten, aber so eine normale LLCA-Messung, das liegt zwischen 5 und 15 Milliohm und für so ein Board-to-Board-System. So. 20 Millivolt maximal und 100 Milliampere Beschränkung für den Strom. Ja, mehr als 15 Milliohm, alles was größer ist, ist ein technischer Totalausfall. Und auch zu den Temperaturen muss ich noch was sagen, das ist auch wichtig, ihr könnt euch ja vielleicht daran erinnern, ich hatte ja so einen Pad-Mod, auch hinter dem Stecker mit einem ganz bestimmten Grund. Habe ich eine luftgekühlte Karte und nimmt man die Wärmeentwicklung der Platine dazu und betrachtet sich diese Schanz, also diese kleinen Eingangswiderstände, die Nvidia nimmt, um die Stromstärken zu messen, also den Strom, der da reinkommt und fließt, damit man das Power Budget kalkulieren kann. Die Dinger werden ja teilweise über 100 Grad Celsius warm. So, und das Dumme ist, das liegt alles schon direkt neben diesem blöden Header. Und dann kommt da von unten auch noch die Hitze, meine Copper is a bitch, und das kommt dann so durch diese Platine durch. Das heizt sich alles auf. Also da oben 75 Grad sind keine Seltenheit, über 100 Grad können auch schon mal passieren. Die kommen nur von der Platine. Auch das ist belegt. Und ja, dann haben wir nicht nur die fließenden Ströme, die Aufheizung da droben und den Kontaktwiderstand, sondern wir haben auch schon, ich sage jetzt mal, eine Art Basistemperatur, die von unten vorgeschoben wird, also eine Vorerwärmung. So, dann hat man jetzt Temperaturgrenzen festgelegt für diese Stecker, die diese Stecker bringen müssen. Dann schauen wir uns das an. Das Problem ist also nicht das Nylon, sondern man hat also für diese Pins, diese Stecker-Pins, Stecker, ne, die Federkontakte in dem Falle, die müssen 168 Stunden bei 105 Grad beziehungsweise vorgewärmt 92 Stunden bei 105 Grad bringen. 105 Grad sind nicht viel. Das mit ein bisschen Pech kriegt man das schon hin über die Platine, weil im Endeffekt diese kleinen Stecker, diese Pins sind mit der Platine fest verlötet und wenn man eine gewisse Zeit verstreichen lässt, die Hitze wandert nach oben, weil die Kabel sind kühler,
Das krabbelt also alles da durch. Dann hat man die Temperatur da oben auch schon erreicht. Das ist auch so ein Grund, warum diese Dinger verbrutzelt sind. Schauen wir uns hier mal so ein Beispiel an. Das ist so eine Asus-Karte. Und dann haben wir uns mal gefragt, warum gehen zum Beispiel bei diesen 12 Volt High-Power-Steckern meistens Asus-Karten kaputt? Ja, kann natürlich sein, gibt es eine Umfrage, dass sehr viele Asus-Karten verkauft wurden im Vergleich zu den anderen, aber nicht so überproportional viel. Also man hat nicht dreimal so viele Asus-Karten verkauft wie, was weiß ich, MSI oder Galax. Im Gegenteil, da ist es aber häufiger aufgetreten. Und wenn ich mir den Padmod mal angucke, und jetzt gucken wir uns ja diese Asus-Karte an, da ist ein Reverse-Stecker drauf. Also der Header ist genau um 180 Grad gedreht und da sehen wir hinter den kleinen 4 Seitenbandkontakten, die aber in einem anderen Layer enden, unten durchgesteckt, nicht die Massekontakte wie bei einer normalen Buchse, sondern wir sehen hier die 12 Volt Kontakte und die sind direkt fast an den Schanz dran und auch an den Zuleitungen von den Spannungswandlern. Das ist also quasi, naja, direkt auf dem Backofen. Kann man hier noch ein bisschen ändern. Die Karten sind natürlich alle sehr kompakt. Sollte man auch ändern, ist ganz wichtig. Oder man klatscht halt ein Pad dahinter, dann kann man 10 bis 15 Kelvin schon mal wegnehmen über eine aktive Backplate. Das heißt aktiv, also über eine Leichtmetall-Backplate, die auch als Kühlfläche dann wirkt. So, fassen wir das mal zusammen. Bin ja schon wieder durch. Langes Video, aber interessantes Thema. Für die Fraktion der 6 plus 2 Pin-Liebhaber, also diese 8 Pin-Stecker, eine schlechte Nachricht. Weil der neue 12 Volt 2x6 Connector jetzt endlich aus Sicht Nvidias zum Beispiel auch die kleineren Karten mit bis zu 150 Watt und bis zu 450 Watt erfasst. Für die kleinen 150 Watt Karten muss man natürlich noch was auskungeln, weil man hat nur 2 Pins. Und wenn man sagt, alle beiden Pins sind offen, Karte geht aus, so viele Möglichkeiten habe ich nicht, dann habe ich für 100 Watt ein Problem, weil ich nämlich so viel Variation gar nicht habe. Da wird es noch eine externe kleine Beschaltung geben müssen. Die ist aber noch nicht final. Und sonst so, das Zurücksetzen des Sensepins zum Erkennen eines sicheren Einsteckens hätte man eigentlich schon in der ersten Revision vom 12 Volt High-Power-Anschluss realisieren müssen. Dass man es nicht gemacht hat, ja, Brain. Das hätte eigentlich drin sein müssen. So, jetzt kommen die fehlenden Spezifikationen der niedrigen Wattklassen dazu und auch das nötige Nacharbeiten im Softwarebereich, wenn es schon mal jemand hier benutzt hat, also auch die Datenregister. Alles das wäre überflüssig gewesen, hätte man es gleich richtig gemacht und auch die Netzteile hätten schon längst implementiert, wenn das nicht so stupide, dumm umschrieben gewesen wäre, dass es keiner kapiert, beziehungsweise sogar richtig einbauen kann. Und was dazu gekommen ist, das freut mich natürlich so ein bisschen, sind die Handhabungsempfehlungen. Und das ist ein klarer Ausdruck dafür, dass die Technologie schon so ihre Tücken hat, wenn man nicht alles in der Vorschrift einbaut und verbaut, was teilweise aber gar nicht möglich ist. Und da sehe ich hier die Schuld der ganzen Misere eindeutig bei der PCI SIG und in diesen ganzen beteiligten Unternehmen und nicht dem angeblich zu dummen Anwender, der dann vergisst, das mal 2 oder 3 mm weiter reinzustecken. Kann passieren, aber nicht in dieser Masse. Und wie heißt es so schön, viele Köche verderben den Brei. Und wenn es nur eine Steckverbindung ist. Das Schwierige ist ja eigentlich, das vermeintliche Einfache so benutzerfreundlich wie möglich umzusetzen, dass es jeder bedienen kann und dass es trotzdem nicht mehr kostet. Sind wir auch schon wieder durch. Bitte Homepage gucken, das Ganze nochmal nachlesen. Ich habe ja viel erzählt, da unten stehen noch viel mehr Details drin, da sind dann auch die originalen Bilder. Alles drin, alles dabei. Das war es im Prinzip schon und deswegen, ich habe dieses Video heute am Sonntag gedreht, damit ihr es also morgen für euch heute gucken könnt. In dem Sinne, man kann ja auch mal ein Abo da lassen, dass nicht immer nur die Großen davon profitieren, die das immer fleißig hier abkopieren, sondern dass ich vielleicht auch selber mal ein bisschen Benefit habe. Und ansonsten, was meine Meinung zu diesem Stecker, die steht hier. Tschüss und schönen Montag.